Auch wenn der heutige Tag meist der Erinnerung an das berühmte Stauffenberg-Attentat gehört, möchte ich heute über ein anderes wichtiges Datum reden. Nicht den 20. Juli 1944 mit dem letzten von circa 40 dokumentierten Attentaten auf Adolf Hitler, sondern den 20. Juli 1933. Damals schloss das Dritte Reich und die Kurie in Rom ein Konkordat, einen Vertrag, der katholischen Kirche im Hitlerreich gewisse Rechte sicherte. Im Gegenzug erkaufte sich Hitler scheinbar die Gunst oder zumindest das Stillschweigen der Kurie. So scheint es zumindest auf den ersten Blick. Stell dir vor, du bist das geistliche Oberhaupt von Millionen von Menschen in einer Zeit, in der unvorstellbares Leid über die Welt hereinbricht. Du hast die Macht, deine Stimme zu erheben, die in der Welt gehört wird. Aber was, wenn jede einzelne Äußerung das Leben derer, die du schützen willst, noch mehr in Gefahr bringt? Und was, wenn deine eigenen Leute Vorurteile hegen, die deine Entscheidungen beeinflussen? Genau diese fast unmöglichen Fragen stellte sich Papst Pius XII. Während des Zweiten Weltkriegs. Seine Rolle im Angesicht des Holocaust ist bis heute eines der umstrittensten Themen der Kirchengeschichte, neben der Fluchthilfe für hochrangige Nazis. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Viele Christinnen und Christen fragen sich bis heute, warum hat der Papst nicht laut und deutlich gegen die Gräueltaten der Nationalsozialisten protestiert? War es Gleichgültigkeit oder sympathisierte der Papst bzw. Teile seiner Kurie mit der antisemitischen Ideologie der Nationalsozialisten? Heute wissen wir, Papst Pius XII. Hatte zwar nicht alle Informationen zum Holocaust, aber viele wichtige Puzzleteile. Tausende von verzweifelten Mitschreiben jüdischer Menschen erreichten den Vatikan auf die letzte Hoffnung in einer Welt des Terrors. Die vatikanischen Archive, die 2020 geöffnet wurden, belegen schwarz auf weiß, dass der Papst und seine Kurie kontinuierlich über die Verfolgung und die Shoah informiert waren. Ein erschütterndes Beispiel ist das Riegner Memorandum von 1942, das detaillierte Informationen über die systematische Ermordung von Juden in Polen enthielt. Denn der systematische Mord an den Juden hatte damals schon längst begonnen. Zu diesem Zeitpunkt werden schon mehrere Monate Jüdinnen und Juden in den von Deutschland besetzten Gebieten in Osteuropa tagtäglich zu Tausenden ermordet. Die USA fragten in diesem Schreiben den Vatikan direkt an, ob er diese Gräueltaten der Nazis bestätigen könnte. Die Antwort des Vatikans war zurückhaltend. Sie gaben an, die Informationen nicht überprüfen zu können. Ein internes Memo, das erst jetzt in den Archiven aufgetaucht ist, zeigt warum. Ein hochrangiger Mitarbeiter der Kurie äußerte Skepsis gegenüber jüdischen Quellen und vermutete, die Amerikaner würden den Papst politisch instrumentalisieren wollen. Die Angst vor deutschen Repressalien und der Wunsch, die Neutralität des Heiligen Stuhls zu wahren, spielten hier eine große Rolle. Man wollte verhindern, dass die Kurie in einen Krieg hineingezogen wurde, der nicht ihr Kampf war. Aber wie wir an dem Zitat seiner Mitarbeiter sehen, ließen sich einige Mitglieder der Kurie auch von antisemitischen Vorurteilen leiten. Die öffentliche Zurückhaltung der römisch-katholischen Kirche war also eine bewusste strategische Entscheidung. Pius XII. Fürchtete, dass ein offener Protest die Situation für die Verfolgten nur noch verschlimmern würde. Das Beispiel der niederländischen Bischöfe zeigt warum. Ihr mutiger, aber unverblümter Protest vom 26. Juli 1942 gegen die Judendeportation führte sofort zur Ermordung von 700 katholischen Konvertierten jüdischer Herkunft. Das war eine grausame Lektion. Dennoch nutzte der Papst seine Weihnachtsansprache 1942, um zumindest verklausuliert die Verbrechen der Nazis anzuprangern. Questo voto l'umanità lo deve alle centinaia di migliaia di persone, le quali senza aver una colpa propria, talora solo per ragioni di nazionalità o di stirpe, sono destinate alla morte o ad un progressivo deperimento. Er sprach von Hunderttausenden von Menschen, die schuldlos, nur weil sie einer bestimmten Nation oder Rasse angehören, dem Tod geweiht sind. Aber er nannte die Täter nicht und blieb vage. Hier zeigt sich seine Strategie. Er wollte als Patre Commune, Vater aller Gläubigen, über den Parteien stehen. Nachdem er zum Genozid an den katholischen Polen zuvor geschwiegen hatte, konnte er nicht plötzlich explizit für die Juden eintreten, ohne Widerspruch zu ernten. Doch das Schweigen zu den Verbrechen der Nazis war nur eine Seite der Medaille. Gleichzeitig liefen im Hintergrund Rettungsbemühungen, zumindest für diejenigen Jüdinnen und Juden, die sich im Zuständigkeitsbereich der Kurie, also in Rom, befanden. Pius wies die Kirche an, Juden und anderen Verfolgten diskret zu helfen.
Tausende, wenn nicht Hunderttausende von Leben wurden so gerettet. Der Vatikan konnte auf ein weltweites Netzwerk von Priestern, Diplomaten und Gläubigen zurückgreifen. Innerhalb Italiens versteckten Klöster und Konvente Juden auf päpstliche Anweisung. Erzbischöfe in ganz Europa erhielten spezielle Befugnisse und richteten Büros ein, die ausschließlich der Unterstützung von Juden dienten. Italien hatte 1943 aber ein großes Problem, das es mit fast allen Ländern Europas teilte. Denn bis auf wenige Ausnahmen in Skandinavien, Portugal und Spanien hatte das Dritte Reich fast alle Länder Europas besetzt und deportierte Jüdinnen und Juden von Nord-, West- und Südeuropa in die Vernichtungslager im Osten. Nach dem Sturz von Mussolini besetzten deutsche Truppen auch den Norden Italiens und begannen, italienische Juden sowie Emigranten gen Osten zu deportieren. So war es äußerst schwierig geworden, die Order des Papstes in die Realität umzusetzen. Unter schwierigsten Umständen konnten aber allein in Assisi ca. 3000 Juden gerettet werden. Dabei halfen die strengen Klausurvorschriften in kleinen Orden und Klöstern. Sie verhinderten Razzien der Nazis, weil Fremden der Zutritt in die Klosterzellen verwehrt blieb. Und anders als beim Klostersturm der Nazis in Deutschland, bei dem unzählige Klöster und Kirchen für die Zwecke der Gestapo und der SS beschlagnahmt wurden, blieb Italien von einer solchen Aktion verschont. Es wurden auch gefälschte Dokumente hergestellt, die die Identität der Juden verschleierte und bei Polizeikontrollen lebensrettend sein konnten. Die Namen vieler Katholiken und Katholikinnen, die an diesen Rettungsaktionen beteiligt waren, stehen heute auf der Liste der Gerechten unter den Völkern in Yad Vashem. Die neuen Forschungsergebnisse aus Münster, insbesondere das Projekt Hilfe vom Papst erbeten, zeigen das Ausmaß dieser Anstrengungen. Es geht um rund 15.000 Fälle von Bittgesuchen jüdischer Menschen an den Heiligen Stuhl. Einige Beispiele, die auf der Seite der Uni Münster veröffentlicht wurden, werde ich in einem zweiten Video vorstellen. Die Hilfe reichte von direkter finanzieller Unterstützung bis zur Erleichterung der Auswanderung nach Südamerika oder in die USA. Der Vatikan half bei der Beschaffung von Visa, Pässen und Reisefinanzierung. Und ja, manchmal baten jüdische Menschen auch um eine schnelle Taufe, weil getaufte Juden in einigen Ländern mehr Schutz genossen. Das war keine Glaubensfrage, sondern eine verzweifelte Überlebensstrategie. All diese Bemühungen hatten ihre Grenzen, denn gegen den Wahn der Nazis, ihren Völkermord bis zum bitteren Ende durchzusetzen, hatte der Vatikan wenig entgegenzusetzen. Der Fall der Familie Brienitzer macht das auf schmerzhafte Weise deutlich. Franz und Meta Brienitzer schrieben im Juli 1942 einen Brief an den Papst, baten um Hilfe bei der Auswanderung. So wurde mit der sogenannten Brasilien-Aktion Anfang 1939 versucht, getauften Jüdinnen und Juden eine Ausreise nach Brasilien zu ermöglichen. Obwohl im Deutschen Reich und in den von Deutschen besetzten Gebieten bereits ein Ausreiseverbot für Juden bestand. Zurück zum Fall der Brienitzers. Trotz direkter Beteiligung des päpstlichen Privatsekretärs und finanzieller Unterstützung, 500 Lire, genug für 2 Personen, um einen Monat in Rom zu überleben, wurde die Familie Brienitzer im Juni 1944 nach Auschwitz deportiert. Das Ehepaar wurde aufgrund ihres hohen Alters vermutlich direkt vergast. Die Öffnung der Vatikanischen Archive mit der Korrespondenz des Papstes und den Memoranden seiner Mitarbeiter ist ein großer Schritt für die Forschung. Sie ermöglicht uns nicht nur die Stimmen derer hörbar zu machen, die den Papst um Hilfe baten und die Nazis für immer verstummen lassen wollten, sie hilft auch zu verstehen, warum der Papst im Zweiten Weltkrieg so handelte und keinen stärkeren Konfrontationskurs zu den Nazis suchte. Forschende, Medien oder schlicht historisch Interessierte können ihren Teil dazu beitragen, dass die Stimmen derer, die für immer zum Schweigen gebracht werden sollten, nicht in Vergessenheit geraten. Und für alle, die sich gegen eine Erinnerungskultur aussprechen und für einen sogenannten Schlussstrich einsetzen, hier die bislang beste Erklärung, warum wir manche historische Ereignisse nicht vergessen sollten. Einfaches Vergessen historischer Ereignisse widerspricht den zentralen Werten von Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Das zeigt schon ein genauer Blick auf die Begriffe Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Im Griechischen steht für beide der Terminus aletheia. In diesem Begriff steckt, was meistens übersehen wird, Lethe, der Strom des Vergessens drin. Allerdings steht davor ein Negationspräfix, aletheia, nicht vergessen dürfen. Also Wahrheit heißt nicht vergessen, ewig im Gedächtnis behalten, unbedingte Erinnerung. Niemand
der auf der Seite der Wahrheit steht, auch der historischen und religiösen, der sich der Aletheia als Grundwert der abendländischen Geschichte verpflichtet weiß, kann und darf die Shoah vergessen, jemals. Zur Wahrheit gehört, sich an sie zu erinnern, sie auf gar keinen Fall aus dem Gedächtnis zu tilgen. Der Kirchenhistoriker Hubert Wolf, Verantwortlicher für das Projekt zur Edition der Bittschreiben an den Papst, sprach diese wahren Worte am Ende seiner Vorlesung im Frühjahr 2023, in der er sein Projekt vorstellte. Was denkst du über das Projekt der Bittschreiben und über die Rolle von Papst Pius XII. Während der Shoah? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Wenn du mehr über die Zeit des Dritten Reichs erfahren möchtest, dann abonniere diesen Kanal, so verpasst du kein neues Video und es gibt auch immer wieder Content zu aktuellen politischen Themen. Bis zum nächsten Mal.